Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live Universe Video. Heute kurze Infos zum Wochenende, zum PvP-Turnier und eine Warnung für Discord, falls ihr da kontaktiert werdet. Also zuallererst XP-Event am Wochenende, wie schon vorausgesagt von vielen Leuten. Es war jetzt jeden Monat mindestens ein XP-Event, immer im 4-Wochen-Rhythmus eigentlich ziemlich genau. Und auch dieses Wochenende wieder, wie es eben erwartet wurde, XP-Event. Und ja, ich denke, das kommt vielen Leuten zugute. Da jetzt das letzte Drittel des FECs so gerade begonnen hat oder am Beginnen ist. Das heißt, so langsam gehen wir auf den Endspurt zu, auch wenn es für viele schon seit Monaten vorbei ist oder so. Aber eigentlich beginnt der wirkliche Endspurt erst jetzt dann im letzten Drittel. Und genau, das heißt, das XP-Event kann man jetzt nochmal gut nutzen, um bisher noch nicht erreichte Ziele zu erreichen oder einfach generell noch ein bisschen Fortschritt zu machen bei den Dingen, die man noch nicht erreicht hat. Und genau, das Ganze geht wie immer Freitag 0 Uhr los, also 21. August bis Sonntag 23:59 und es ist wie immer auch ein 1,3 bzw. 30% XP-Event. Genau. Dann die Warnung vielleicht zuerst. Es ist so, dass gerade auf Discord wohl einer oder vielleicht auch mehrere Leute sich als Game Master ausgeben und Leute kontaktieren und nach Einlogdaten, Passwort etc. fragen. Und logischerweise, ja, das ist natürlich kein echter Game Master. Ein Game Master wird euch niemals nach eurem Passwort fragen. Auch nicht Accountname, ergibt überhaupt keinen Sinn. Die haben diese Daten ja sowieso nicht und sie brauchen sie auch nicht. Ja, denen reicht es, wenn du den Game-Account weitergibst. Also falls du mal Support brauchen solltest, gehst du über die offiziellen Tickets und was wird da abgefragt? Höchstens deine E-Mail-Adresse vielleicht und dein Accountname oder dein Charname, besser gesagt, dein Accountname nicht, dein Passwort nicht und ja, also auf Discord sowieso nicht. Also sowas findet niemals statt. Deswegen gebt einfach niemandem eure Daten weiter, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Genau. Dann noch etwas, was ich bisher auch noch nicht angesprochen habe, was vielleicht einige noch nicht mitbekommen haben, weil es auf dem FEC ultra irrelevant ist, weil die Pets am Ende vom FEC ja höchstwahrscheinlich, also zu fast 100% wieder gelöscht werden. Und zwar gibt es aktuell ein Item, das nennt sich Flares Pet Scroll. Oder Flares Pet Transmute. Die kostet 300 F-Coin und das hier ist kein CS-Pet und das hier auch nicht, sondern das sind Stat-Pets. Das sieht man vor allem daran hier, Robot Demon und Pfeffern zeitgleich ausgepackt vom gleichen Charakter. Und ja, das ist so ein neues Ding, wo auch von vielen Leuten jetzt erwartet wird, dass das weitergeht. Also wir haben jetzt Flares Pet Transmute bekommen und das bedeutet, du kannst ein random Monster aus Flares als Pet bekommen. Und die Erwartung ist jetzt natürlich, dass es dann auch für Saint Morning, für Darkon, beziehungsweise Darkon 1, Darkon 2, Darkon 3 etc. kommt. Und ja, ich finde es persönlich ziemlich cool. Nur die Umsetzung ist ein bisschen kritisch. Also die Mobs scheinen alle eher klein zu sein. Also der Pfeffern ist hier wohl mit der Größe sogar. Also von dem, was ich bisher so gesehen habe, wobei halt Pfeffern ist extrem dünn, wurde hier schon bemängelt vom Spieler, der ihn besitzt. Also ich würde sagen, die Größe vom Pfeffern ist angemessen. Serus Uriel ist ein Dungeon-Boss. Also Serus Uriel ist ein Bossmonster technisch gesehen. Und naja, das sieht jetzt nicht wirklich wie ein Bossmonster aus. Das sieht wie ein CS-Pad aus. Also ich persönlich hätte mir noch ein bisschen mehr Variation gewünscht, was jetzt die Größen angeht. Das heißt, ein Bossmonster natürlich eher ein bisschen größer, vielleicht nicht so groß wie der Tame Bolo, aber schon eher größer. Und ein Mushpeng oder ein Eibat, ich meine, gut, da ergibt es natürlich Sinn, dass die ein bisschen kleiner sind. Vor allem gibt es auch Giants Violets und so weiter als Pet, die man transmuten kann, was auch ziemlich cool ist. Aber genau da hätte ich persönlich mir halt gewünscht, dass der Giant dann halt größer ist als der normale und so weiter. Und von dem, was ich bisher gehört habe, sollen die wohl alle eine Einheitsgröße haben, was meiner persönlichen Meinung einfach eine verpasste Gelegenheit ist, hier noch ein bisschen mehr rauszuholen. Genau, aber ist ziemlich cool, kostet wie gesagt 300 F-Coin, lohnt sich halt auf dem FEC nicht, weil die Pets sowieso gelöscht werden, deswegen sieht man das auf dem FEC. Also ich glaube, ich habe noch kein einziges Pet auf dem FEC gesehen, das ein Flares Pet Transmute bekommen hat und das ergibt ja auch keinen Sinn. Also es haben bestimmt ein paar Leute gemacht, keine Frage, aber man sieht so gut wie niemanden damit rumlaufen, weil es einfach verschwendetes Geld ist und ja, aber für die Leute, die halt aktuell noch auf Broding spielen oder vielleicht auf Broding ein gutes Pet haben, könnte sich das anbieten, hier vielleicht ein paar Mal zu rollen. Und hier ist noch eine inoffizielle Liste über die neuen Pets, die man eben rollen kann. Also wir haben hier Pfeffern, Eibat, Bang, Borodeng, Doridoma, Piggy Turtle, Pokepok, Nyang Nyang, Demian,
und dann wieder Doridoma. Also man sieht schon die verschiedenen Ausfertigungen, Ausführungen etc. Und die Violets auch am Start. Und ja, es ist, wie gesagt, eine echt gute Idee, finde ich. Nur die Umsetzung könnte meiner persönlichen Meinung nach noch ein bisschen besser sein, indem der normale Arbeit ein bisschen kleiner ist als der Violet und der Giant und so weiter. Aber echt eine coole Idee. Wird wahrscheinlich auch schon lange mal vorgeschlagen sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich eine Spieler-Suggestion ist, die schon vor Jahren eingereicht wurde. Könnte auch sein, dass das bei Fly PC sich schon mal jemand gewünscht hat. Also ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, weil das, wie gesagt, da hat bestimmt schon mal jemand drüber nachgedacht und das wurde bestimmt auch schon oft mal angemerkt. Aber es wird umgesetzt tatsächlich und ja, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine coole Sache. 300 F-Coin ist halt ein bisschen teuer, wo man dann hier muss man dazu sagen, das Geile hieran ist halt, dass du die Standard-Pads nicht bekommst. Also du bekommst auf jeden Fall ein Flaris-Pad und damit ist es auf jeden Fall besser. Weil bei den speziellen Pet-Skins von den normalen Pet-Transmutes ist es ja so, naja, du musst dich halt durch die Hippogriffs und durch die Königskrabben und was weiß ich was rollen oder durch die schlechtere Version der Skins. Und hier würde ich sagen, ja klar, wenn du ein Violet willst, ist natürlich was anderes als der normale, aber du hast auf jeden Fall immer was total Besonderes, weil normalerweise sehen Pets halt ganz anders aus. Also du hast auf jeden Fall die Garantie, dass es dann ein Flaris-Pet ist. Und das ist schon mal auf jeden Fall cool, dass die Standard-Pets hier nicht dabei sind. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon damit. Und dann haben wir noch eine Änderung am PvP Grand Final. Ich muss sagen, ich habe es mir jetzt selber nicht so genau angeguckt. Auf jeden Fall ist es jetzt einfach so, dass es mehr so ein E-Sport-Format, das sie jetzt von anderen Spielen mehr oder weniger genommen haben. Also es gibt dann quasi eine Round of 16, um die finalen 8 Teams festzulegen. Das war in der ursprünglichen Ankündigung wohl nicht drin. Das wurde jetzt quasi überarbeitet. Und es gibt jetzt dann quasi so richtige Playoffs, wo man auch Teams aussuchen kann. Also das First Place Team kann sich den Gegner aussuchen. Quasi, gegen den sie zuerst spielen und so weiter. Also sie können quasi, also im Bracket, das Verfahren ist nicht mehr random, oder ich schätze mal davor war es random oder festgelegt, sondern du kannst es jetzt tatsächlich aussuchen und dann gibt es jetzt hier natürlich auch logischerweise dann wieder die Reihenfolge, wie das Erst-Place-Team und so weiter ausgesucht wird und genau, wie die Team-Selection, in welcher Reihenfolge das stattfindet und so weiter. Also für die es interessiert, coole Änderung vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es letztes Jahr war, aber da gab es auf jeden Fall ein Update, also falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch das jetzt dann nochmal anschauen. Für die meisten Leute wahrscheinlich nicht sehr relevant, aber für die Leute, die vielleicht ernsthaft überlegen, da noch mitzumachen, ist es eigentlich ganz cool, dass man hier so ein gängiges Format aus anderen Titeln übernommen hat. Und ja, das waren so die News von heute. Wie gesagt, XP-Event, vergesst es nicht, nutzt es aus. Ab Freitag 0 Uhr geht's los. Ich werde es auf jeden Fall ausnutzen, wobei ich mein erstes Ziel sowieso erreicht hätte demnächst. Also auch ohne XP-Event wäre ich am Wochenende 175 geworden, was jetzt so mein erstes großes Ziel war. 180 wäre noch gut und 185 dann natürlich noch, um die ganzen Dailies freizuschalten, also auch die neuen Dailies und so weiter. Aber ich sage mal so, selbst mit XP-Event, also es ist, wie wir es immer sagen, es ist nur ein 30% XP-Event. Also du machst jetzt nicht plötzlich 5 Level mehr an einem Wochenende, als du sonst gemacht hättest. Also wenn du normalerweise ein Level am Wochenende machst, dann machst du mit dem XP-Event halt 1,5 Level vielleicht. Also so heftig ist das natürlich nicht, dass du jetzt plötzlich einfach 5-mal so viel machst. Aber jetzt würde es sich natürlich anbieten, ein bisschen mehr zu spielen. Lieber hier und da nochmal eine Stunde mehr bei XP-Event, weil die Stunde lohnt sich dann auf jeden Fall mehr, als wenn kein XP-Event ist. Und ja, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video oder Stream. Checkt out die Links in der Videobeschreibung zum Twitch-Livestream, zu den Twitch-Livestreams. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.